Ja, und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Livestream. Und zwar schauen wir uns heute mal genauer die große Ankündigungsshow von Slitherine an. 2 neue Games sollen heute vorgestellt werden und es gibt Gameplay-Material zu verschiedenen neu rauskommenden Spielen. Wir sehen jetzt hier im Hintergrund schon Night of Magic, was hier gezeigt wird, meines Wissens. Und gleich nachdem das jetzt fast wahrscheinlich durch ist, werden wir tatsächlich direkt ein erstes neues Spiel zu Gesicht bekommen. Mach mich mal ein bisschen lauter. Ich bin so leise, habe ich das Gefühl. So, jetzt sollte es ein bisschen angenehmer sein. Ja, und dann wird es nach der Ankündigung des neuen Spiels Gameplay-Material geben zu Stargate Timekeepers. Neues Gameplay-Material. Eine komplett neue Mission, die wir uns genauer anschauen werden. Und ja, dann noch ein bisschen weiteres Programm, was hier Stück für Stück laufen wird. Und deswegen werde ich jetzt natürlich auch gleich den Sound anmachen, dass wir zusammen hören können, was denn die Entwickler da jeweils erzählen und uns zeigen und sagen. Das wird natürlich auf Englisch sein. Ich versuche das Ganze so zwischendrin in Pausen vor allem auch immer ein bisschen einzuordnen. Deswegen würde ich sagen, hören wir jetzt einfach mal rein. Und ihr könnt mir gerne in den Chat schreiben, ob die Lautstärke so in Ordnung ist. Lauter bekomme ich es nicht. It's quite nice. So yeah, I mean, what we're seeing where we were just there are a number of wizard settlements. This is, I think, are these clacons? Ja, so soll es Do you want to just tap on Tarul up there? So this was another one of the settlements. So I think we've got kind of, yeah, I mean, yeah, this is my stag beetle factory, basically. I was just like mass producing stag beetles. By the way, I really love the Unity illustrations. They are so cool, they're amazing. I love it. Yeah. Okay, so now we are about to run out of time, but first we have a special video from you. It's a video from the developers of Wargames. It's a team composed of 6 people, and they have a very special message for you. Master of Magic sehen wir hier gerade in seinen Ausläufern noch. Hi, I'm Yuki from Wargames, and we're the studio responsible for the Master of Magic remake. So the last time I spoke to you was when we were at the very beginning of our journey, and I'm happy to say that we are now almost at the other end. So as I'm recording this video, we are about to begin the public beta tests, and by the time you see this video, hopefully they have been going for a couple of weeks. So yeah, reaching that milestone is just so exciting for the team here. I think as any game developer will tell you, when the game finally comes together in those early beta builds and everything is, well, working or almost working. You can see all your hard work actually live in the game. I think it's great. We've been doing a series of development diaries over the last 10 months, and in the last one we've actually asked a couple of internal Q&A questions just to let people know how we are feeling or how we have been doing in developing Master of Magic. So I'll just give you a quick recap on those questions now. So one of the questions I asked was, what was the one thing that we most enjoyed so far working on Master of Magic? And the other one was, what was the most challenging thing we've found working on Master of Magic so far? I would say that the thing that we've enjoyed most and that we are still enjoying is delving into a very complex world that is just magical. I mean, it's such a big part of gaming history, and it's got in particular the skills, Master of Magic ist natürlich sehr bekannt. Spells, and just the game mechanics. They're all very complex, so you don't get those copy paste spells, I feel, in Master of Magic. I think every spell here has its own quirks, its own meaning, and I think that's been a fun thing to do. And then the things that we found most challenging, again, they link actually to the things that we enjoy more. So this wonderful complexity of Master of Magic comes as the price
and that price is that there's a lot of exceptions to the rules, the spells, so you have to quite often create mechanics specifically just for one spell. Sieht vielschichtig aus, auf jeden Fall. Sehr vielschichtig. We normally wouldn't do when we design a game. Sehr detailliert. But anyway, so yeah, that's what we've loved so far and what we found challenging, but it's been a great process, and the beta is now going, and hopefully with the help of the community, die Beta we will läuft. just polish this wonderful game and recreate it in the best possible way. So thank you for everyone who has applied and will be testing our game, and for those of you who didn't want to get in or couldn't apply, I hope to see you guys in early autumn when we hope to release the game. So thanks very im much frühen Herbst soll for das Spiel listening to me, released werden. and, bye. Früher Herbst, also Release-Datum für Master of Magic. Aktuell kann man wohl noch der Beta joinen. Interessant, sehr interessant. Just a quick one. We experienced some issues with the audio desync on Twitch. I hope that's resolved now. I hope that you're enjoying the Twitch stream at its best. At the moment, we have collected some of the Master of Magic questions, and we're going to address them later on as well. So all the questions that you've asked, we're either answering them today or on Thursday at tea time. But I'm here also to announce something new. So ja, ein neues Spiel kommt jetzt, liebe Zuschauer. Das wird spannend auf jeden Fall. Take a look at a brief teaser trailer. Strategy. Bin ich ja noch sehr gespannt, was das jetzt sein wird. Sieht sehr nach Mittelalter aus. The Rise and Fall of Medieval Nations. So. Mittelalterliche Nationen, ja, okay. Spannend. Sehr spannend. Ah, Field of Glory Kingdoms. Okay. Ein neuer Teil der Field of Glory Reihe. Field of Glory Kingdoms. Da bin ich ja mal gespannt. Yeah, here it is. The worst kept secret in the world. Hey, Neil. Good afternoon, Marco. And Neil is a senior producer for the Field of Glory franchise, so you've been working on Field of Glory for quite some time. Well, yes, as you say, it's probably the worst kept secret, and people have been asking for it for a long time. And the reason we haven't been talking about it for a long time is we've been doing a lot of work to get it up to the standard it needs to be. Yeah, and I mean the guys. I mean we have Pocus in the room now, and Ivan also the main artist on the game, and they've been working on it. So how long have been the game been in development? Well, it's been in development more or less since we shipped the Persia DLC for the Fog Empires, and whilst I was in charge of that, I can't even remember how long ago that was now. It's a long time ago. Yeah. And we didn't say anything about it because we tend to try not announce games like too long before their release. Now we have an idea of when the game's going beta and so on, so it's a moment to announce it. It is the right moment to announce it. We've the game has taken shape, and we know what the major design pillars are. We didn't just want to take Empires and move the story a few
100 years on, we've thought about what that would actually mean and how that would affect gameplay. For example, we now have, Europe is split into many more smaller states, so we have a lot more factions that you can control at the start of the game, where we're up to almost 400 factions, I think, you can control at the start of the game. 400 Fraktionen, die es jetzt Religion gibt. is now a Wow, much das ist bigger einiges. part of the game. It's a central pillar of what we're doing with Fog Kingdoms, because obviously it was such an important part of life at that time. So the battle between religions, the struggle primarily between Christianity and Islam, but also there are various other competing factions, forms a large part of the game. We've got some screenshots. One of the things I want to ask before we show the screenshots, how final work are these screenshots that viewers are going to see today? Well, one of the things we've been working very hard on for a long time is to bring the game up to sort of an acceptable visual standard, and it's been a lot of work to do that. We've had to do an awful lot of work on the map. Ivan in particular has been working very hard on the UI to give it the more medieval look and feel, to tie in, reflect what we did with the Fog Medieval game, to take our cues from medieval art. So the map is definitely taking shape. I don't think it's finished yet, but certainly we've got a video of the map. It's just a small video, or some screenshots are showing the map as well. So might be good to sort of start showing. I don't think we're going to comment on anything specific about screenshots we're going to see, but we want to sort of delve into, you know, how the game is structured, you know, what people can expect from the game. So there's various changes in this game. We've tried to take things that people didn't like and make them better. I think the most obvious area where we've done that compared to the original Empires game is in the system of trade goods. So no longer will one mine supply sort of all of das Handelssystem wurde überarbeitet. territories. You don't get bogged down in micromanagement, but it makes a bit more sense. Another issue where fans had problems in the past was with buildings and the way that buildings appear. You can now choose a building, a specific building that you wish to build. It will cost you some of your authority points. Authority is the replacement that we have for the culture and decadence ratings, which was very well received in the previous game. The mechanism to stop the game snowballing, which is often a problem in 4X games. The closer you get to the end, the more powerful you are, or the more hopeless your case is. Empires worked very well in trying to curtail that, and we've built a lot on that in terms of how we make that look better now. Yeah, come on, go full screen with these screenshots if we can. That would make people happy, because I don't think our faces are. I would certainly agree with that, and I'm sure many people out there would. One thing I want to ask was campaigns. I mean, a lot of people will ask, you know, well, I guess we know what the standard questions are for these sort of games. So how will the game be shipped with campaigns, and how that the game will ship with campaigns, yes, and it will be more than Empires again. So we will have the main scenario, which will be the main huge scenario. Jetzt sehen wir doch was. We will have two very large side scenarios and a more rounded tutorial campaign this time around. You can see the screens here, sort of brighter, more colourful, more influenced by painting and sort of medieval artwork style. You've seen the brightness of colours in the central map we have here, in the gameplay map behind us, and in the intro movie that we showed, which will be a lot of the UI will reflect that look and feel as well. Das könnte sehr interessant werden. It does look like, you know, it's taking a big step forwards from a visual perspective. Definitely, yes. I'm very pleased with the way it's looking, and there's been a lot of not only artwork but technical work. Hier sehen wir mal Nordfrankreich. There we are. Yes, there's been an awful lot of work going into making this happen. We can see various small kingdoms around France. In fact, France is so small you can barely see it on the map at this point, and a lot of programming work has gone into any of those competing small kingdoms within France can eventually rise to unify France. So you can you can take Aquitaine or
or Poitou or Man kann also viele Normandy or verschiedene wherever, Königreiche ruling all of nehmen und damit France, starten unifying France und Frankreich under your vereinen control. zusammen. Sehr Here's interessant. Venice. Here's Venice. What better Venedig. place to be? Venice was almost at the peak of its powers when the game starts. As with Fog Medieval, the game starts after the Great Schism between the Eastern and Western Church in 1054. So yes, Venice was almost at the peak of its powers. We were lucky enough to sail past the Arsenale last night, which will be featuring in this game as well. It will be a very powerful building if you can rise as Venice to build the Arsenale. One of the things we were discussing earlier was this concept of, rise and fall and legacy. You have to bring forwards, and this was already introduced in Empires, but now we're taking the first step. There's a lot more work being done on this. So the way that you grow, become more powerful, conquering territory is a lot more important than it was in the original game. There are many more criteria by which your ascent to power will be judged. At the same time, the more land you control, the less your authority is. So now you will have to split off control of various regions to vassals, and you need to keep an eye on them for their loyalty. Okay, es gibt also ein sinnvolles At the same time, we Vassallensystem, have a system of weil man nicht alles selbst inheritance kontrollieren and kann. bloodlines. So you would Erinnert ideally sehr an want to Paradox, pass on, muss ich sagen. maybe rule over one of your vassal Das ist ja gut. states to one of your children or an uncle and give them control. But you're never quite sure of their loyalty, of course. It's not like there's a number between 1 and 10 showing you their loyalty. So the tension between controlling territory Die Loyalität wird man also auch angezeigt bekommen von seinen Vasallen. Die Einheiten sehen sehr spannend aus. Pillars on what empires was and bringing these pillars to the next phase. I guess we're still talking WeGo, right? Absolutely WeGo, yes. I know we don't do so many WeGo games and that we would like to do more, but this is, yes, very much firmly a WeGo Total game War Rome in 1 terms bis of 2 mein Talk. turn-by-turn Optisch, gameplay. ja, ein bisschen, Users won't notice Oder so ein Crusader Kings 2. any crazy changes. We're very much building on what we had with Empires already. It was well received. I Oder ein think Europa we always Universalis felt 3. pleased, with how Empires was as a game. So we're not doing anything crazy. We go up to 16 players in multiplayer. 16 Spieler können Multiplayer plenty of spielen, okay. opportunity for challenge in there. Before we thank you and move to another one of your games. I'm a busy man this afternoon. And it's going to be me again on the other side of the room. But just quickly, when players are going to put their hands on a beta? We are hopeful that it will be early autumn at the moment. Not too far. Not too far at all. I have a precise date in mind, but I'm not going to say it. Früher Herbst, Leute. Können wir die Beta uns anschauen. Früher Herbst, das as I was saying, will ich mir auf jeden Fall a lot of work anschauen, has been done muss in ich the sagen. background already. Hört sich sehr spannend an. We've had somebody researching full time on this for 6-7 months, which frees up the programming team, of course, to do their work as well. Focus free to concentrate on the gameplay. So a lot is in place now. There's still a lot to happen. Naja, das glaube ich schon, Hawk. Wenn die 16 sich auf der Map verteilen, dann erobert jeder einen Teil. Spanien, Frankreich, England und so weiter. We have a, I think we've announced and said what we can say so far. There's a lot more. There is a product page going live on Steam today. Oh, and Steam. So people can, on our site as well. And I think all the third-party sites are also publishing the product page, so they will be able to delve a little bit more into the details of what the features are. They'll be able to see all the information I've missed out today. You didn't miss anything. Come on. And we're going to have like 2 minutes to move to the other side of the room, so we better run. Race you. Yeah, cheers. Was ist denn das jetzt? Jetzt geht es auf jeden Fall gleich weiter mit Stargate Timekeepers. Was haben wir hier? Legion. Kleineres Spiel scheinbar. Mach ich mal ein bisschen die Musik leiser. Ich schaue schon mal, wann denn diese Seite live gehen wird mit Field of Glory. Es gibt ja Field of Glory Medieval und Field of Glory Empires. Das gibt's ja schon alles. Und jetzt kommt eben Field of Glory Kingdoms. Also einiges, was hier geplant ist. Aber
Noch ist nichts. Doch, da habe ich doch was gefunden. Hahaha. Jawohl, da ist tatsächlich was live. Zeige ich euch. Warte mal, ich mache mal kurz hier die Musik aus. Kann ich euch ja mal kurz zeigen. Das war das, was wir, glaube ich, gesehen haben. Genau, der Trailer wurde uns gezeigt. Hier sieht man nochmal die Bilder, die haben wir gerade alle schon gesehen. Das sind, glaube ich, keine neuen Bilder dabei, wobei das hier sieht mir neu aus. Zu Field of Glory Kingdoms. Hier sieht man auch so ein bisschen das Essens- und Geldsystem, Handelssystem. Es ist sehr spannend gemacht, also ich würde es mir auf jeden Fall anschauen. Wird auch auf Deutsch sein. 375 Fraktionen, 325 Einheiten, das ist jetzt sehr umfangreich. 14 Religionen, 600 Gebäude, 90 Kulturen. Krass. Ja, Autorität sehr wichtig, haben wir gehört. Dynastien und Charaktere sind relevant, die Religion, der Krieg natürlich sehr im Vordergrund. Field of Glory 2 wird integriert. If you want even more direct control, Field of Glory Kingdoms lets you export and load Battles in Field of Glory 2 Medieval. Ah. Kann man so ein bisschen hin und her laden. Interessant. Interessant. Und die Beta wurde uns angekündigt für den frühen Herbst. 40 entire minutes of Master of Magic, so you missed that. You're gonna miss it. You're gonna have it available on demand on YouTube after this live stream. So, jetzt hören wir mal wieder hier rein. Our user enjoyed so much Master of Magic and of course also Field of Glory Kingdoms. Many comments arrived and Sie hat sich um die Kommentare gekümmert. Also now to make your questions about the upcoming games, also about the ones you already see, and we will answer later or in our tea time. Yeah, we'll answer the Tea questions. time. Do you also want to give the hashtag? Yeah, hashtag HowLive2022. So write it down if you haven't done it yet. So I had someone getting angry at me because I had 1 minute. I was 1 minute late on the previous block. Oh my God. Yeah. I was intense, but we now have. Thank you for. Yeah, this is a great thing. We're just showing this. Some cool Master of Magic screenshots. Yeah. You had some questions, right, that you wanted to answer? Yeah, I have some questions. I'm gonna to ask you one or two. Das stimmt, Let's see what we can do. First question. Yeah. What are the improvements since the original Master of Magic? Wow, this is a good question. This is one for the developers, but I think I can answer this by saying that really what we're trying to do is take the original Master of Magic to the 21st century, so almost sort of copying what the game was in terms of gameplay and mechanics, but improve everything else that was, that needs an upgrading technology. So Sie wollen das Original beibehalten, stuff like, aber es ins 21. Jahrhundert holen. Has to do with how slick the game runs, the UI, the art, but the overall underarching game is really. Ich meine, die Grafik sieht schön aus, muss man sagen. That's a cool part of it. Kann man nichts sagen bei der This Grafik. project is with Moha Games is really bring this gem back to the players in its original shape. Yeah, and it's really beautiful. I love the colors, graphic. Yeah, absolutely. It's amazing. Ooh. We're gonna somebody wasn't supposed to be here now. Got other questions on Master of Magic? Master of Magic, for example, this is a question. Let's see if you can answer. How many spells are in Master of Magic? I can't answer these questions. I don't know anything about. I can. You know, I can. Okay, what is it? Over 200. You got numbers on there. Yeah. I asked to the developer before. Okay. That's why I know. That makes sense. And one more. Let's say one more. Let's say one more. Do you fight tactical battles in MOM? Yes, we do. Yeah, we actually showed the tactical battles earlier on. They're pretty much like another game in the game, I guess, where you really have to make your wise decisions and almost play a different role within the game itself. Yeah. And last question, maybe it's the more difficult. Let's see. I've got 30 seconds. Can we make it? It's only yes or no. Are console version coming? This console versions. We're thinking about it. Actually, it's not impossible. We've got a game that's not easy to port to consoles in the sense that it's got a pretty complex UI. So it's not a slam dunk, but we're definitely thinking about it. Okay, thank you. So
No problem. As I am doing this on the fly, I've got 5 seconds left. I'm going to move to the other room and play some Stargate with Neil. Yeah, go, fly away. Yay, jetzt kommt Stargate Timekeepers, liebe Zuschauer. Neues Gameplay zu Stargate. Vorher sehen wir noch ein bisschen was anderes. Aha, da haben wir den ja schon wieder. Years after the release of genre-defining TV show Stargate SG-1, prepare to embark in a whole new adventure spanning time and space in turn-based tactics game Stargate Timekeepers. Please welcome on stage senior producer Neil McKenna and director of marketing Marco Manoli. Ja, wo ist er denn? Na, wo ist er denn? Auf jeden Fall sehr herrschaftlich, wo sie sich befinden. Und übrigens, schaut mal, im Hintergrund, wieso erinnert mich das an ein Antika-Outfit von Stargate? We first showed Stargate to the world in the last Home of Wargamers event, when unfortunately due to COVID, we weren't able to meet up in Italy, as had been the original plan. I was talking about the first 2 missions and showed some videos, introduced the game that day. One of the characters we focused on, and good Hi, Neil. Hello there, how are you? Good It wasn't that long, but I missed my microphone, so I didn't know where it was. I just about got a microphone in time. So I've got this. I hope it's going to be enough. So here we are. I was just saying that at Christmas we had introduced the game and shown a couple of videos, introduced some of the characters we'd shown so far, and I was just getting to the point where I was going to say that today we're going to build on that by showing a good chunk of live gameplay on a different level. Yeah, we've got Annie playing, by the way. Hello, Annie. The Master of Magic, the Stargate game. Nur aber ein bisschen laut. Before we jump in, I want to sort of step back and say, Hallo, what did we, Finn Feinhardt. for anyone who didn't watch the stream on, was it December last year? It was December last year, yes. What did they miss, and you know, what are they going to see today? We showed an introduction to the Stargate game and the basic mechanics of the game, that it's a game with a lot of stealth mechanics in, where teamwork is essential. You control a number of different characters within the team. Teamwork is essential to solving the levels. It gave some ja, genau, Teamwork ist sehr wichtig natürlich. Das passt auch zu Stargate. Ich würde mich ja als Stargate-Experten bezeichnen, tatsächlich, liebe Zuschauer. Kennen die Serien in- und auswendig. How you would go around solving problems, the trade-off between stealthy approaches and violent approaches. And just a sort of a brief introduction to a couple of set pieces, I think it would be fair to say. Yeah, I think, okay, so that's as we jump into the game, I think that what we're going to... Okay, let's take a look at this. Da haben wir eine Jafar-Kriegerin im Ladebildschirm. Oh, jetzt ist der Sound leise. During a rescue mission in Moloch's domain, the Resistance planned sabotage a barbaric ritual, the Ceremony of Fire. Did you plan to stop this ritual from happening? Not exactly. A direct assault on Moloch would have been unwise at that time. We wanted to save Wir schauen uns neues Gameplay-Material zu Spielen an, die kommen werden in Zukunft. to get inside the camp undercover. Echt fein habe ich bin ein großer Stargate-Fan. One of Moloch's generals and use a mimetic device to take on a holographic disguise. That way we wouldn't get hassled by the goons. The job required someone with both technical know-how and a flair for the dramatic. Luckily, our team included such a man, Sam Watson, our technical officer, old buddy of mine. Once inside, we do the same impersonation routine with the mimetic device on the High Priestess, Severta. She was conducting the ritual. With Sam acting as her, we could stall the proceedings while the kids were taken to safety. Okay. What better introduction than this, I guess? Well, indeed, it's designed to be an introduction, after all. It does introduce, obviously, what you have to do in the level with a stealth game. It's vitally important that people understand fundamentally what they have to do. So we have a number of cutscenes throughout the game, and we also have audio introductions.
one of the things we touched on at Christmas was how Ja, die Serien kann ich alle nur empfehlen zu Stargate. Which is telling a new story within the Stargate universe, still has a number of touch points with the original TV series, and I think today is another good example of that. Your mission here today is to stop a ceremony of fire, which does get referenced in the episode Birthright in I think Series 8 of the TV series. Moloch, the Gwald system lord who controls this planet, we're on planet Haktil here, has decreed that all Jaffa girls should be burned alive because they are useless to him. Only men can fight, and thus the girls. Mir fehlt so ein bisschen der Bezug zu dem, was man von den Stargate-Serien kennt. Also Moloch kennt man schon, aber das war's. Basically, you're scanning through the map to see what you have to do, and then going back to your starting point. Nein, they're big old maps, keine Elben, keine Ewoks, Feinherb. The challenges that lie ahead of you. One of the challenges we had when we were working out what we were going to show today was how we were going to cram a whole level into a mere 45 minutes, as there simply isn't time. Das Ganze ist so ein bisschen wie Desperados 3. Yeah, these are pretty big, yeah. So what are we seeing now? Oder Robin Hood, das alte Spiel, wenn ihr es noch kennt. We're introducing 2 new characters today, who are we have Max, who is the sniper. Max Bolton is our sniper. Max Bolton, der Sniper. Brief appearance at Christmas as one of the supporting characters. He has sort of typical sniper characteristics. He is very good at killing people from a long way away, which is vitally important for a sniper. Given that kind of role, he has very much the grizzled veteran about him, and the sort of the hard-bitten cynicism you would expect. He's also hooking up with his buddy Sam Watson today, who they were in our lore. They were originally army buddies together. Sam is a much more cunning character. He uses a number of technological tricks to be able to achieve his mission objectives. What we are seeing today is Sam and Max, great names indeed for gaming characters. They have something of a wisecracking relationship from time to time, and having assessed all the options, they can only come up with something ridiculous. So the plan is that Sam is going to try and get into this small encampment over here. There is a Jaffa general who is in the camp. Ein Jaffa-General, alles klar. To incapacitate that general and then use his mimetic scanner so that he can take on the appearance of a Jaffa general. Mit dem soll man also reden. Okay. Ja, wie die alten Kommandos. Also das Spiel jetzt hier in dem Fall halt. Will be fooled by this. However, the Jaffa generals themselves are not, for the most part, quite so stupid. So they will still spot you. But it's the only way they can find into the camp. So Sam needs to get up there. He needs to ja, sehr gerne. Oh, hello, Paolo. Scan him so he can proceed into the camp. Nice to read you. Come on. I restream on Twitch and YouTube, so as both you can see, platforms. You can control more than one character simultaneously. We didn't show any of that last time. I think this map shows again well the importance of having 2 characters who work together, but will also need And I'm a big fan of the series Stargate, so I want to see the new gameplay of Stargate Timekeepers. All right. What's happening here is... It's got classic sort of stealth mechanics here with a Ja, das kennt man wirklich aus anderen Spielen. Ja, schaut mal jetzt, diese Jaffas sind jetzt halt, ne, neugierig, die sehen, da ist irgendwas. Unfortunately, Annie, this is a live broadcast, as you can see, has alerted someone, so yeah, she needs to find a brute force solution to this problem, I think, because which brings the question, I guess. Oh, mission failed. So it brings a question, is, how many different ways of going through a Die Mission ist tatsächlich fehlgeschlagen, sie musste von vorne beginnen, okay. There's always going to be a choice of ways to approach
any given mission. Almost all missions, there are a few exceptions, but almost all missions you will have a small core of characters you have to select every time. There will also be one or two optional characters you will need to select every time. We haven't met all of those yet, so we can't break down exactly how that works. But there's each character will be bringing a range of skills, so the characters you choose will define how you go about the mission. When we were preparing this broadcast, the developers sent me a walkthrough video, and it was very different to the way I myself have approached this level. I was genuinely taken aback by, oh, okay, so you can do it that way. Also scheinbar gibt es verschiedene Arten und Weisen, ich mach mal kurz leise, verschiedene Arten und Weisen, wie man das Level durchspielen kann, wurde wenigstens gerade gesagt. Choose to sort of sneak through very slowly individually. You can move your team round as a close-knit unit. The team will always need to work together, but how that manifests itself can be very different depending on the situation. So, yeah, there's always more than one way to solve any given problem. I guess you go through the Wahrscheinlich list Feinherb. of tasks within the map, and that how you achieve these tasks exactly. is entirely up to you. Your objectives are quite high level. You've got to, in this mission, you will have to disguise as a Jaffa general. You will use that to reach the priestess who is going to conduct the Ja, jetzt läuft da hinterher. You will then knock her out, impersonate the priestess. Oder sie läuft jetzt da hinterher, das ist ja eine Spielerin. Der Jaffa hat beide nicht gesehen, beide Charaktere. Hopefully distracting the bad guys, as it were, and so you can save the children. Those are your top level objectives. How you go about that, it really is up to you. There are a few Easter eggs tucked away in there, a few little tricks, depending on what character you have. So there's many ways to approach a mission. The broad objectives are, of course, always the same. One thing that we were sort of looking at was we have to be careful in not spoiling too much of the story, because this is a very narrative, very much of a narrative Richtig, game. es darf nicht viel gespoilert werden, das wäre sehr ungünstig. So much about the story. Indeed. So we picked this scenario for a reason. You know, why was it that this specific scenario is because it shows enough of the game, and then. We felt that it showed the game well. It's an environment that we haven't showed before. It's, as you can see, a nighttime setting this time around. Schau mal, wir heben hier jemanden auf und nehmen den mit. It's a chronological progression from what und können den festmachen. Well, as we touched on briefly last time, the chronology of the game moves around quite a lot. This is a chronological progression from what we have seen before. It's always been a nice looking level. You will recall from early presentations we've done. Wir knocken den Jaffa aus. One of the first levels den anderen schießen wir ab als Sniper. Und den, der jetzt schläft, den verbinden wir auch die Hände. Okay. Annie has zoomed in here. There's a cliff outpost overlooking where you need to be. There's a lot of bad guys out there, so we have sent Max up ahead here. Und natürlich läuft man langsamer, wenn man dann einen der Jaffas trägt. Macht Sinn. Man kann auch relativ schön nah ranzoomen, das ist sehr angenehm auf jeden Fall. Es ist ein bisschen sehr dunkel und düster, also klar, es ist aktuell auf dem Planeten dunkel, aber man sieht jetzt so die Figur nicht ganz so perfekt scharf, würde ich sagen, ne? Das fällt mir gerade noch auf. Ja, wie schwierig, wie hoch ist die Schwierigkeit? Da hören wir mal genauer hin. For me, I would say it's the biggest challenge in getting the game completed. The number one thing in my intro, as it were, balancing the challenge of a stealth game to offer the level of complexity and difficulty that people who enjoy these games want to play, and offering a challenge for those players, but also allowing people who want to engage with the game very casually and just explore a new Stargate story and almost approach it from a narrative point of view. The game is large. There's a lot of story to be told. Also er meint, dass es wohl für alle Arten von Spielern interessant ist, für die, die nicht so knallhart spielen wollen, sondern einfach eine neue Story entdecken möchten, und aber auch für Leute, die ein bisschen was Schwierigeres wollen. Bin ich ja mal gespannt.
we're used to talk about different types of games, and this one is more about the story, the characters, and it's the first time we ever got a heavily narrative-driven game. It's very narrative-driven, yes. As I just said, there's an awful lot of story there. MGM have been very involved in the approvals process. They've been through every line and vetted. MGM ist das Studio, was die Rechte an Stargate hat, liebe Zuschauer. That it meets the standards that we would expect from a well-respected property like Stargate. We are telling a long story here. We feel it's a good one with a lot of twists and turns, which of course we don't want to reveal, but there's no point in telling that deep, involving story if people have to give up halfway through because they're stuck on a mountain ridge or in a Mayan temple or what have you. Sam is doing a good job there or not? Sam's doing very well indeed. He is crouching in the bushes. We can see a civilian there. Civilians, unless they see something explicitly bad going wrong, they'll just leave you. Okay, das sieht man den Zivilisten. The stun gun, which Sam ist das nicht sogar schon der Jafar-General, mit dem man reden soll? Mit diesem Scanner. Aber ich frage mich ganz, wie man das mit dem Scanner bitte macht. You can see that Sam in the bottom left-hand corner now, his avatar in the bottom left-hand corner is now in disguise. The figure in the playfield as well is now in disguise. Er hat jetzt die Kontrolle über ihn übernommen, verstehe ich das richtig? Oder es sieht so aus wie er? Yeah, that's really good. Good job, Annie. Sehr interessant. Smoothly done. There is a meeting of soldiers just hanging around, nattling to each other, not doing very much. Ja, genau. Mit dem Scanner hat man sich als General getarnt. Richtig, BFN. HC. Interessant. Oh, you need some nerve to be crawling around in a camp, certainly. Annie is zooming in here to another Jaffa General. You are in disguise, so you will see. Ja, aber wenn man mal auf den Körper schaut, dann hat er ja nicht nur die... Er hat ja nicht nur die Maske, sondern er hat auch noch den Rest, oder der sah doch vorher noch nicht so aus. Normal rules still apply, so you can crouch, crawl through the broken part of his view cone, but if you're in the solid part of his view cone, he's going to spot you. Okay. Ja, er muss jetzt hier aufpassen, dass man nicht gesehen wird. Oh, der eine hat einen gesehen. Oh, jetzt ist vorbei. Das sieht sehr schwierig aus jetzt, oder? Die sind auf jeden Fall alle sehr aufmerksam, laufen überall umher. Well, that's good. It's good. We're live. So basically, how does that? So basically, once you complete one objective, you can restart from that objective. Well, you can save pretty much anywhere. Okay, man kann überall abspeichern, theoretisch. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Servus, Ent1H. Hallo. When we were setting up earlier, I did say do make sure to fail a couple of times, so it all looks real. You did very well on that. Hat man noch mal ein bisschen leiser gemacht, dass ihr auch mich gut hört. So, jetzt ist hier wieder dieser schwierige Punkt. Das ist halt trotzdem so ein Sichtfeld, wo man gesehen werden kann. Da laufen jetzt ein paar Zivilisten. Die Zivilisten sind egal. Oh, hallo, Victorolosaurus, ich grüße dich. Stargate wie SG1. Ja genau, es geht hier um Stargate wie Stargate SG1, wie Stargate SG1 oder Stargate Atlantis. Die Story spielt nach der Schlacht um Antarktika, wo Anubis angegriffen hat, Victorolosaurus, aber es ist eine völlig neue Story mit neuen Charakteren, die in dem Spiel vorgestellt werden. Moin, Anzahl. Und wie ihr seht, es ist so eine, ne, so wie Desperados 3, wie das alte Robin Hood Spiel. Man bewegt seine Charaktere, muss sehr viel aufpassen, dass man von den Wachen nicht gesehen wird, kann trotzdem kämpfen, kann Sachen abschießen, werfen, kann Feinde fesseln und hat halt so kleine Missionen, die man machen muss. Ja, da kann ich später noch was dazu erzählen. Es ist tatsächlich ein bisschen komisch, wieso es noch kein Stargate-Spiel gab. Ich bin ja ein absolut großer Stargate-Fan. Ich hätte mir auch schon längst eins gewünscht. Es gibt nur ganz viele Mods zu anderen Spielen, aber halt kein richtig cooles eigenes Stargate-Spiel. Es gab mal Stargate-Spiele, aber die waren alle nicht so gut. Es gab auch die Entwicklung von einem richtig guten Stargate-Spiel, aber das war ein Hobby
von ein paar Leuten und die haben dann nicht die Rechte gehabt und die mussten das jetzt wieder abbrechen. Das ist sehr schade, weil da konnte man wirklich durch das Stargate Center durchlaufen als Person. Das war richtig geil und auf andere Planeten gehen. In Third Person. Aber gut, jetzt haben wir das. Oh, schaut mal, wir sehen sogar ein Stargate. Das sieht cool aus. Ja, das Design vom Stargate haben sie sehr gut hinbekommen. Genau, das Problem sind die Rechte von MGM. Die geben da kaum was raus und MGM hatte nie groß Lust, scheinbar irgendwie selbst da ein Spiel zu entwickeln oder was in die Hand zu nehmen. Und die haben die Rechte nicht so leicht verkauft oder so. Was mich ein bisschen wundert, wenn das Stargate hier in der Hauptbasis ist, der Jafar, wie sind jetzt die beiden SG-1-Mitglieder auf diesen Planeten gekommen? Mit der Prometheus? Ich bin verwirrt. Weil es kann keine 2 Stargates geben. Es kann immer nur ein Haupt-Stargate pro Planet geben. Das ist Wurmlochphysik von Stargate. Ihr merkt, ich kenne mich aus. July is indeed a big date in the Stargate calendar, so it would be lovely to have something ready for then, but of course we need to make sure. Per Jumper-Bot? Pot? Du meinst Jumper, nicht Jumper-Bot einfach. Die Jumpers wurden erst in Atlantis gefunden. Das kann also zu dem Zeitpunkt noch nicht sein. Oder was ist denn für dich ein Jumper-Pod? Oh, gesehen, Game over. Oh, ärgerlich. Da wurde sie vom Jafar gesehen. Aber finde ich ein bisschen schade, dass das Spiel sofort vorbei ist, diese Mission, wenn man von einem gesehen wird. Ich finde, das wäre doch nur realistisch, dass die dann noch kommen und dass du dir wenigstens den Weg freikämpfen kannst. Das finde ich ein bisschen schade. Das ist auch wieder richtig Hawk. Es gab dann auch in Russland ein Stargate, aber dadurch, dass das Stargate in Russland verwendet wurde, konnte das Stargate im Stargate Center nicht mehr verwendet werden, da das Russland Stargate das ältere war. Es kann immer nur ein aktives Stargate geben. Sie kann sich einen neuen Job suchen. Also du merkst, Hawk, ich kenne mich sehr gut aus im Stargate-Universum, habe auch auf YouTube 2 Videos dazu gemacht, wo ich einfach ein bisschen getalkt habe. Oh, ich glaube, ihr Lebensbalken ist auch schon deutlich reduziert. Seht ihr das? Jetzt gibt es eine Cutscene. Wer ist denn das? There's been something of a failure of communication here, and the story takes a bit of a twist. Vielleicht haben sie für das Spiel neue Chevrons eingeführt, dass es doch mehrere Tore pro Planeten geben kann. Also, die können das nicht einfach so einführen für so ein Spiel. Das wäre echt... Also, die würden halt dann die komplette Wurmlochphysik zerstören. Es geht einfach nicht. Wäre sehr schade, wenn sie das einfach über den Haufen werfen. Das sind Regeln des Stargate-Universums sozusagen. Ja, bei Stargate ist mein liebstes Sci-Fi-Franchise. Da kenne ich mich noch besser aus als mit Star Trek oder Star Wars und finde es auch besser. Genau, die Russen hatten das Antarktis-Tor und das war eben das ursprünglich erste. Das andere Tor im Stargate Center war ja das Abydos-Tor und das Abydos-Sternentor, das haben ja die Goa'uld irgendwann auf den Planeten gebracht. Aber es gab halt schon zehntausende Jahre im Eis liegend das Originaltor der Antika von der Erde. Oh, was ist denn da jetzt passiert? Ich hoffe ja sehr, dass man auch wirklich Verbindungen sieht mit bekannten Charakteren, wenigstens zu Beginn der Spielmission, dass man mal einen General Hammond sieht oder einen Colonel O'Neill, wenigstens kurz. Mir ist es nicht, also ich verstehe schon, dass sie neue Charaktere als Hauptcharaktere wollen, aber ich finde, es sollte schon irgendeine Verbindung noch geführt werden. Ja, ein gekaperter Frachtraumer. Das ist auf jeden Fall eine Erklärung, die würde ich vollkommen sinnvoll finden, Gapinator. Das kam mir doch mal öfter vor, dass sie irgendwie ein Al-Cash oder so, wie wir es... Ist das ein Al-Cash? Nee, das sieht nur so aus wie ein Al-Cash. Dass die sowas oder ein Frachter einfach gekapert haben. Schau mal, die unten rechts sind jetzt alle in Aufruhr,
die Zivilisten, glaube ich, ne? Seht ihr das mit diesen roten Ausrufezeichen? Die sind ein bisschen vorgewarnt, habe ich das Gefühl. Und hier sind überall Zivilisten. In this mission now we have 3 characters, and this is mission number... This is mission number 3 as well, right? So yes. in In der dritten Mission haben wir jetzt also 3 Charaktere. At the same time. I think off the top of my head that there are never more than 3 to control at Okay. any one time. Die Zivilisten scheinen sich keine Gedanken zu machen. Probably got the Interessant. developers going mad in the chat at me at the moment, but as I say, there might possibly be one with 4. But there's a Ja, lot ich hoffe auch, dass man wirklich mal durch die Tore reist und nicht die einfach nur am Anfang und am Ende der Mission zieht. Das wäre sehr schade. Sehe ich genauso. Victorolosaurus. Ja, die Blonde ist gut, von den Haaren sieht sie ein bisschen wie Carter aus, aber es ist nicht Carter, ne? Das ist ja bestätigt. Das sind alles neue Charaktere. Aber die können ja auch interessant sein. Is, that Atar is sneaking around. We have. I was again distracted. I think somebody has been blinded. Is that right? So our sniper has blinded somebody with a flashbang from. Ah, schau mal, da ist der Sniper. Aus einer schönen hohen Position. Das ist doch nice. Just an example. You can see. You bring up the view code. Oh, Game over. That's game over, I would say. Oder? Ja. Okay, man sieht schon, so leicht ist das gar nicht, die Mission. So leicht ist das gar nicht. Jetzt muss sie wieder von vorne hier anfangen. Also nicht ganz von vorne, aber von diesem Punkt. Muss sie erstmal die dritte Person wieder zu sich holen. Also gar nicht so leicht, diese Mission. Gar nicht so leicht, Freunde. Sehr interessant. Ist sehr schön, wenn es nicht so einfach ist. Sonst wäre es ja langweilig. So just take a look at the UI there, whilst we take a look at the scene. So the UI, you've got like on the left-hand side, you've got a list of characters you've got available. Selecting one of the characters will open their available kits or abilities. Yes. You will. It's very clear to see who you're controlling. You have the tab of 3 characters on the left-hand side. They all have a signature. Wir können ja, wenn das jetzt hier vorbei ist, gleich nochmal ein bisschen kurz über Stargate reden. Wenn ihr irgendwie Fragen habt oder irgendwas oder einfach mal euch ein bisschen zur Serie, zum Serienuniversum austauschen wollt. Amazon hat sich ja jetzt die Rechte gesichert oder hat ja jetzt MGM gekauft. Ich hoffe so sehr auf eine neue Stargate-Serie, die aber im bestehenden Stargate-Serienuniversum Anschluss findet. Also das und nicht irgendwas Neues macht. Das wäre ein bisschen blöd. Also nicht alles revidiert. When Max is holding his gun, you can see when they're carrying a body. We saw Sam earlier, who was. Ja, wäre auch spannend. Ich hätte gerne so eine Third-Person-Spiel cool gefunden, wo man selbst herumlaufen kann und durch das Stargate läuft. Das fände ich. Das würde so gut passen für Stargate. Victorolosaurus. A number of numbers. Each character has unique abilities. It's not like everybody can start. I was sent you to scout the entrance, but when I get down. And so on and so forth. So, Vor allem Get Down. yes, every character has their advantages and disadvantages. Sam Watson. Hey, what's going on here? He's awake. Thanks God. Are you okay, Sam? We need to Charlie Mike. Also viel animiert ist da nicht, ne? Man sieht jetzt unten den Text so ein bisschen eingeblendet, aber die bewegen sich nicht sehr viel. Da hätte man natürlich noch ein bisschen mehr machen können, aber okay. Ja, genau, ein RPG im Stargate-Universum, das wäre super. Das ist doch wirklich ein Al-Cache, was einfach nur... Das sieht mir sehr nach einem Al-Cache aus. Much more than 20 minutes. We received it in time. We downloaded it and it was all, but we had like a number of B plans anyway, B and C and D plans. Always, it was the first thing I learned, probably also about 25 years ago, is always have a plan B in this business. Ihr seht, man hat auch unten links sehr viele Auswahlfelder für Dinge, die man machen kann, mit den Charakteren. Und unten rechts sieht man auch die Minimap. Die Karte ist auf jeden Fall relativ groß, muss ich sagen. Also da kann ich nichts sagen und auch das Design sieht sehr cool aus. Man erkennt wirklich, dass sie sich Mühe gegeben haben. Das Tor sah auch wirklich aus, wie ein Sterntor auszusehen hat. Das Al-Cache, also wenn das jetzt ein Al-Cache sein soll, dann ist es leider nicht perfekt richtig, aber es geht in die Richtung.
I think the other thing, So, jetzt muss sie sozusagen von hinten die eine Wache ausschalten, damit... Hallo? Hä? Wieso sieht denn jetzt die Jafar-Wache den nicht? Ach so, das ist noch der versteckt ist, der noch diese Maske hat. Oh, was macht sie denn jetzt? Warte mal, das ist jetzt aber bitte kein Beamen, oder? Hä? Was passiert denn jetzt hier? What the hell? Was macht die da? Ich glaube, es ist jetzt einfach Pause eingestellt, oder? Es scheint ja Pausenmodus zu sein. Bullet Time, was ist denn Bullet Time? Oh, da wird aber schon wieder, das wird schon wieder, schon wieder Game Over, oder? Schon wieder Game Over, oder? Oder? Nee. It's not enough to have a small variation of level artwork style because you're already able to go back and jetzt aber schnell. Da wird sie angegriffen. Den Typen muss sie bekämpfen. Oh, Mission failed. Schon wieder. Oh je. Das scheint ein sehr schwerer Part der Mission zu sein. Ja, das kann sein, dass man in der Pause mit allen Leuten mehrere Befehle geben kann, als würde das gleichzeitig passieren, weil es macht ja auch nur Sinn, dass die Leute gleichzeitig irgendwas machen. Wobei ich bei Robin Hood, bei dem alten Klassiker, eigentlich immer nacheinander, glaube ich, mit den Figuren einfach was gemacht habe. Auch wenn das natürlich alles in Echtzeit ablief. Made the most of that, I think. So, the next level looks very different to this, as does the one after, the one after. Sie überlegt jetzt, glaube ich, was sie machen kann. Ich glaube, sie weiß nicht genau, wie sie jetzt ab hier weiterspielen muss. Sie sniped jetzt einfach mal ein paar Leute raus, aber das gibt sofort Ärger. Sie sniped einen und schickt die andere Person da runter. Das klappt grundsätzlich, aber jetzt sind alle äußerst alarmiert und gehen überall auf die Suche und schauen, ob sie jemanden finden können. Ja, okay, jetzt sagt man schon kein Gameplay mehr. Ups. Ja, bitte, was bringen uns denn jetzt die Minimap? Da sieht man ja jetzt gar nichts mehr. Well, I'm excited because it's the first narrative-driven game. It's the first time we publish a game with such a deep attachment to characters and the story and such. Die Story ist sehr wichtig bei Stargate. On the Stargate idea, Stargate is a narrative-driven universe. I've been very taken aback by the depth of effectiveness on Stargate and how much it means to so many people, not just in the fan community, but also at MGM and now at Amazon as well. There's a lot of love for Stargate internally. People are very keen that we make the best game that we can to do justice to the Stargate community. So it's a big challenge, a big responsibility. Ja, das ist natürlich wirklich eine große Challenge. We're talking about MGM. We've got I got a video message from a friend of ours at MGM. Yes, so we're gonna play that. Ein Video von jemandem von MGM, den Rechteinhabern an Stargate. Hello. My name is Matt Group, and I'm the Director of Production for Interactive Games here at MGM. We could not be more excited to be telling a new story with original characters set in the SG-1 universe through Stargate Timekeepers. It truly has been a pleasure working with the team to bring this exciting new title to life. Today is a special day where you'll be able to see new details about the game. We really hope you enjoy it. Schön. Did you run fast enough? Yeah, you were so fast. Wow, wie schnell rennen kann. Where are we? I don't remember. While I was doing the Stargate thing, I was like, I don't remember what I have to do next. But I'm here to remind you. We are here to answer some questions. Oh, right. Okay. About, Cool. Stargate, Cool. That's great. That's great. Say hello to our friends watching us. Wow. This is Max. This is the famous Max. The sniper. Look, you don't want to get close to him when he's got that look. Yeah. He looks a bit like Julia when you're late on a live stream. Look at that. It's like you're right. It's totally like Julia. Oh, this is Julia. The other one was Enzo. Yeah. All right. So
A couple of things we've got to talk about on Stargate, right? Yes. We've got some questions you noted here for me. I've got some questions. Of course, Stargate is a very anticipated game. For example, let's see. I read them by myself. For example, when is the game set? I think we've sort of tackled this in a previous live stream. It's the game takes from the Battle of Antarctica on SG1 Series 7, I think it was. Okay. At the end of Battle of Antarctica, another group of members of another team are taking on another adventure, and that's the starting setting for the game. Okay. And then after that, it's all new and all brand new. So there are some references to that SG1, but the characters are all brand new. Wow, it's amazing. And another question that is, I think, a question that can interest many of our followers. When will the beta available? Yeah, gute Frage. Well, we're seeing that with Neil in the stream before when we were showing the game. We're planning to go beta around this summer. Yeah. For the celebrations of the 25 years of the release of Stargate SG1. Wow, im Sommer schon. But yeah, I mean, with games like this, there's an awful lot of fine-tuning to do before you enter the beta phase, but we're confident that that's what we're going to do. Ja, das werde ich euch natürlich hier zeigen, liebe Zuschauer. Stargate we can wird hier rauf und runter laufen. We can make sure that you guys out there are up to date on what is happening. These are all sets of new screenshots we've published and are taken from other scenarios in the game. So you can see quite a lot of different scenarios here. They're really accurate. Yeah, glorious. I love them all. Wow. There's been a lot of work into making these things. Ich mache wieder ein bisschen leiser. Cool places too. I wanna play it now. Ja, ich würde es auch gerne jetzt spielen wollen. Another question for you. For example, I've got so many questions. I don't know what to ask you. Oh, any chance Stargate lands on consoles? This is going to be a recurring one today. Yeah. Many are asking. We think that there's chances that Stargate comes in console. I mean, if you take the Master of Magic example I've done before, where the game is kind of complex and very hard to bring to consoles because of the UI, definitely Stargate is much more manageable for the port. So it's definitely a possibility. It's PC for the moment. Okay. And I read just a question before coming here. One of our user was asking, but one of the original actor will be giving his voice to the game or not? Well, we don't have any of the original SG1 characters directly in the game. Schade. So we don't have that as a need, but we are doing a very accurate job with MGM selecting the actors for the voiceovers in the game, and some of the acting is really impressive, I have to say. Wow. It's really coming down really well. Schade, also es wurde gerade bestätigt, dass im gesamten Spiel leider kein einziger Auftritt eines Mitglieds von SG1 sein wird. Das finde ich ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Aber es ist wahrscheinlich auch teuer, einen der Schauspieler. Aber ich denke, so ein David Hewlett ist schlecht möglich so früh. Aber auch eine Amanda Tapping hätte man schon bekommen können. It's immersivity, definitely. Yeah, here's a Stargate in the image. Yeah, wow. And I think we have a little advertising now. Yeah. I think. And then we're back here. Yeah, for you. Okay, dann können wir jetzt nochmal kurz, glaube ich, über Stargate reden, liebe Zuschauer, bevor es jetzt hier gleich weitergeht. Ich mache deswegen mal leise. Oder kommt da jetzt noch irgendwas? Ne, Alien War. Okay, das ist nochmal was anderes. Also, ja, Stargate Timekeepers, wir haben nochmal eine neue Mission gesehen. Sieht auf jeden Fall schon deutlich besser aus, als es im Dezember gezeigt wurde, muss ich sagen. Ich bin überrascht, dass es jetzt schon im Sommer die Beta schon kommen soll. Das geht ja wirklich sehr, sehr schnell. Also, ich bin gespannt und ich werde euch natürlich Stargate Timekeepers zeigen. Und ja, es ist davon auszugehen, dass es um eine Zeitreise geht, Victor Lorosaurus tatsächlich. Aber mehr werden wir dann erfahren, wenn ich es euch zeigen kann und wenn wir spielen. This Livestream. Yeah, so we've got a new thing to announce, right? Yeah, some new things. It's not a game.
No, it's not again this time. No. As you know, we enjoy very much doing tea time, doing this program. Yeah. I know that you guys like them very much. So we decided to bring you more of this kind of entertainment. Yeah, I'm a bit shy now. No, you are not shy. No, I'm a bit shy. Sorry, but this is yours, Marco. This is I don't mine. know. This is good to me. Do I put it on? Okay, sie wollen scheinbar mehr solche Events machen von Slitherine. Yeah, microphone. 2 microphones. Haha, I have the power now. Okay, jetzt wird's aber verrückt. Wahrscheinlich werden sie jetzt einen Kochstream announcen oder so. Das ist jetzt, glaube ich, gerade nicht so spannend. Wir reden mal kurz noch über Stargate. Im Stargate-Universum gab es ja durchaus einige Zeitreisen. Es ist also vollkommen in Ordnung, dass man auch das Thema Zeitreise aufgreift. Ich erinnere nur an die wunderschöne Folge, wo SG1 ins Jahr 1969 zurückgereist ist per Zeitreise. Auch bei Stargate Atlantis gab es Zeitreisen. Also das ist schon in Ordnung und das bietet eben die Möglichkeit, durch eine Zeitreise eine völlig neue Geschichte zu erzählen, weil sonst würde man ja nur irgendeine Geschichte wiedererzählen, die es schon gab und das ist schwierig. Und was Neues zu erzählen ist ja schon mal grundsätzlich nicht schlecht. Ah ja, die haben jetzt hier wirklich so Events, die da kommen. Will be for some kind of reason because it will host the Wargaming Cook. What's your Yes, mod? we're basically The Wargaming Cook. because tea time is being so. Ja, ich glaube, das ist jetzt gerade nicht so spannend, deswegen reden wir noch mal kurz ein bisschen über Stargate weiter. Ja, also wie gesagt, ich bin ein großer Fan. Ich habe, glaube ich, SG1 Atlantis und mittlerweile auch Universe irgendwas zwischen 5 und 10 Mal durchgeschaut. Jede einzelne Folge so oft gesehen. Also ich müsste die in- und auswendig kennen. Ich schaue gerade schon wieder Stargate Atlantis. Alle 3 schöne Serien, spannendes Universe. Ich will mehr Serien haben. Und ich hätte gern auch ein cooles Spiel. Ich habe auf meinem YouTube-Kanal schon mal ein Spiel gezeigt, das hieß nicht Stargate Timekeepers, sondern Stargate Network. Und das ist mittlerweile leider nicht mehr verfügbar, wahrscheinlich aus rechtlichen Gründen, weil das waren eben Personen, die das hobbymäßig entwickelt haben und die natürlich keine Rechte dazu hatten. Es war ein richtig geiles Game. Man konnte noch nicht so richtig viel an sich spielen, aber man konnte das komplette Stargate Center, es war wirklich akkurat alles aufgebaut, konnte man sich anschauen, konnte man durchlaufen, konnte durch Stargate reisen auf andere Planeten, man konnte mit Jumpern herumfliegen. Als nächstes hätte man auch noch nach Atlantis reisen sollen. Ja, und das gibt es nur leider nicht mehr. Ich hoffe so sehr, dass MGM nicht so dumm ist, das wegzuwerfen, sondern dass sie so schlau sind, daraus auch noch ein Spiel zu machen. Und zwar ein deutlich besseres Spiel. Ich meine, Stargate Timekeepers wird bestimmt ein paar Stunden sehr viel Spaß machen, aber das wird nicht so diesen Wiederspielwert haben. Aber so ein RPG im Stargate-Universum, das wäre schon sehr cool, muss ich sagen. Einer meiner Lieblingsfolgen ist dieses Szenario mit der gescheiterten Mission von O'Neill. Die sollte man gut versoften können. Welche gescheiterte Mission von O'Neill? Also meine Lieblingsfolge bei Stargate ist auf jeden Fall die, wo es eine Zeitschleife gibt. Bohemian Paddy, danke für den Follow, herzlich willkommen. Wo der gute Jack O'Neill mit Tialk zusammen immer wieder denselben Tag erlebt. Das ist ganz witzig tatsächlich. Mir gefallen die Folgen mit dem Typen, der die Stargate-Serie gemacht hat. Du meinst, das ist aber, glaube ich, nicht der die Stargate-Serie gemacht hat. Du meinst der, wo diese angeblich andere Stargate-Serie in der Serie produziert. Wie heißt denn der nochmal? Der mit der Glatze. Ich glaube, den meinst du, oder? Hawk. Das sind ganz lustige Folgen. Das sind Jubiläumsfolgen tatsächlich. Das war einmal für die 100. Folge SG1 und dann kam der nochmal für die 200. Folge SG1. Und die Producer und Entwickler von Stargate hatten auch mal ganz kurze Gastauftritte in der Serie tatsächlich. Hallo Rocco. Achso, und weil Benny geschrieben hat, schade, dass es kein Age of Empires diese Woche gibt. Eventuell wird es doch diese Woche Age of Empires geben. Und zwar so ein bisschen abseits vom Streamplan. Denn es wird wohl oder übel krasse neue Sachen zu Age of Empires geben, was ich euch die Woche ankündigen kann. Mehr kann ich noch nicht sagen. Aber, ja, Wurmloch Extrem, genau, so hieß die Serie. Wurmloch Extrem, Gavinator, richtig. Ja, richtig, das war ganz witzig eigentlich. Da haben sie sich sozusagen über sich selbst ein bisschen lustig gemacht. Genau, aber ja, Stargate Timekeepers, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Wenn es jetzt im Sommer wirklich schon die Beta kommen soll, werde ich sie euch zeigen. Man hat eben so ein neues Team, man hat auch ja, eine bunte Mischung aus Jafar, aus Menschen verschiedener Berufe oder ne, sage ich jetzt einfach mal. Du meinst The Gamekeeper?
wieso sagt mir jetzt der Gamekeeper nichts mehr? Auf jeden Fall, ja, hoffe ich, dass es spannende, interessante Geschichten werden und dass man doch dieses Stargate-Feeling bei Timekeepers bekommt. Ja, und heute wurde uns ja auch schon ein neues Spiel angekündigt, Field of Glory Kingdoms. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Und es wird heute ja noch ein zweites Spiel angekündigt. Alright, so we're going to play this recap video back again to start off for the last hour of this show, and we'll be right back. Ja. Genau, also jetzt sieht man hier nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung gleich von dem, was heute schon gezeigt wurde. Das heißt, für alle, die was verpasst haben, kein Problem. Ihr seht jetzt nochmal eine kurze Zusammenfassung von Master of Magic, von dem neuen Spiel Field of Glory Kingdoms und von Stargate Timekeepers. Und danach wird dann noch ein weiteres neues Spiel angekündigt. Genau. War Scramble schon? Nee, zu Scramble habe ich nichts gesehen, Feinherb. Synopsis grob: O'Neill realized that this event is from his past. The place is East Germany? Ah, ja, jetzt weiß ich, welche Folge du meinst, Victororosaurus. Ah, ja, genau. Das war so eine Folge, wo O'Neill auch machen konnte, was er wollte, wo er einfach nicht gewinnen konnte, wo er immer wieder so eine Mission durchgemacht hat, wo er sozusagen, genau, in der DDR, glaube ich, dann war und immer so eine Mission gemacht hat, um da reinzukommen, aber immer hat er verloren, auch wenn er einen neuen Ansatz gemacht hat. Richtig, ich erinnere mich. So, ich mache euch die Lautstärke mal wieder an. Starship Troopers sehen wir heute auch noch was, tatsächlich. Dann hören wir da einfach mal kurz noch ein bisschen zu und ich bin noch kurz ein bisschen ruhig. All right, back live. We are going to move to the final phase of this event. We have about 1 minute to say, just quickly recap what we've seen. So we've seen Master of Magic, entire 40 minutes of gameplay. You'll be able to see again or watch again on YouTube once the event is over. Hopefully tomorrow I will upload everything, but if you want to watch the whole event, then you can do it straight away on Twitch and YouTube as well. Then we also did some we announced Field of Glory Kingdoms. The first time we've shown the game screenshots. We've had a nice chat with Neil about it. This was, as we said, one of the worst kept secret in the industry. But I think the comments on the live chat were really pleasing and positive. So I'm really happy about that. And then we've moved to Stargate Timekeepers. We've showed about 30 minutes of Annie trying to sneak into an enemy camp she got killed only 4 times, so I think it was a decent success for today. We're gonna have her back now. So before we move on, just very quickly, if you want to ask for, give the hashtag. Hashtag HowLive to 2022. Okay, and also I remind you our social channels: Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, and Twitch. Interact with us, ask questions, hear your voice. Now we have a little surprise for you, which is this is the second worst kept secret in the industry, probably. I think this probably gets the grand prize, but who knows. So I have a trailer for you, which is a teaser we showed back in December with a little bit of a reveal, and then we'll have Neil back on stage to talk about the game. Was schauen wir uns denn jetzt da an? Schauen wir doch mal. Ein Trailer. Richtig! Da wurde letztes Mal so dieses Spiel angekündigt, aber nur dieser kurze Trailer und keiner hat eine Ahnung, um was es gehen soll. Irgendwelche Wagenrennen in der Antike. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Da wollte ich sowieso schon mehr erfahren.
Ancient Arenas, Chariots, coming soon. Aber geht's da nur um Wagenrennen? Was ist denn das für... Ist das dann nur... Das wirkt nur nach... Also es wirkt nur so ein... Als wäre es nur so ein kleines Spiel. Also ich stelle mir jetzt gerade nur ein Wagenrennen im Kreis im alten Rom jetzt nicht so spannend vor. Außer es ist wirklich sehr... außer es gehört einfach mehr dazu. Aber hören wir einfach mal rein, würde ich sagen. We've done one badly kept secret of the day, which was Fog Kingdoms. We now have the second badly kept secret of the day, which is... We do indeed. Yes, Ancient Arenas Chariots is finally announced. It was teased at Christmas and has been mentioned in the tea time, I think, pretty much every week ever since. So we're here to show a bit of gameplay today. Annie will be playing against a number of streamers in a few minutes' time. We also wanted to take a bit of time to introduce the other side of the game. We're pitching this obviously as a spiritual successor to Quadriga, and we have many of the same features in there, but obviously it looks a little bit more up to date now, I think. We've spent a lot of time constructing our models and motion capturing horses, which is something I've always been very keen to point out. Very passionate about. I've always been very keen about the motion captured horses in there. I very much like the idea that there's some guy in a field in Poland motion capturing a horse somewhere. And I think it's paid off pretty well. We do have a resident horse expert in the office. Mr. Sharrock knows an awful lot about horses and has been advising us on how they should be moving. We'll come to that later on, but this is an instance of the expanded metagame there. We had a brief look at the blacksmith, which is one of a number of sort of different buildings we'll get to play with over time. When you start up the game, you will choose, as in the original game, there's a number of factions you can belong to, and a number of specialities you can pick up. That will determine which buildings are available to you, and therefore which of the skills are available to you at first. And you will be able to upgrade your chariots using all these items, but. Indeed, you start pretty rough. You start very much at the bottom of the pyramid in the world of charioteering here. Yeah, we'll be racing in some of the dirty, overgrown tracks. There'll be nothing grand, no Circus Maximuses for you when you start out. But maybe you'll build your way up. Who knows? Indeed, it's a long way to the top if you want to be an Auriga, definitely. This is an example of one of the buildings we have, the shrine, where you can pray for divine favour. You can curse some of your upcoming opponents, or you can indeed ask for a blessing from the gods yourself. The villa, which we may come to in a bit, maybe one of the screenshots if I managed to grab all the right screenshots earlier on. The villa is where you control the abilities of lots of... here we are, fantastic. Where you control the abilities of lots of the other buildings in the game. So you could, for example, upgrade a shrine so that you were able to get more than one god to curse your opponents if you were feeling sufficiently mean, which is, of course, the way to be doing things. Metagame is much expanded, I think. You have... Okay, also scheinbar kann man hier wirklich die verschiedenen Möglichkeiten spielen, die alle dazugehören. Also die Pferde auswählen, die Pferde upgraden, Wägen machen, so eine Art Manage-System und halt dann vor allem die Pferderennen, die im Vorteil sind. On some of the provincial tracks. Maybe praying for a curse for the second brother of whoever's riding against you. Indeed. Things you can do in the game, I mean, you'll be able to upgrade your chariot, obviously, and upgrade your charioteer's equipment. Man kann alles upgraden. I know you have your favourites in terms of charioteer's equipment. I definitely do. There's a really cool lion head helmet that I just know would intimidate my enemies riding down the course, and I need it. Absolutely. That was one of the first things we insisted on putting in the game, I think. The concept art they had of a lion's head helmets, we insisted they put in for real. Aber ich frage mich, wie hoch der Wiederspielwert da ist, muss ich ganz ehrlich sagen. You can scout around sort of your known world. We have 4 main areas. We have Man kann in der ganzen Welt die Wagenrennen machen, okay. Hispania.
which sort of covers 4 very different wurde looking tracks Quadriga auch visually. von I think Slitherine it's Rome we're showing today off the top of my head, because we are in Italy after all. So why would we not? You build up your networks over time, get a better impression of what's out in the different territories in terms of Also auf Steam gibt's Quadriga nicht. Charioteers, so on and so forth. The actual Riga itself. Indeed, das schreibt man anders. You've got a lot of different mechanics to balance. Das ist 2014 Quadriga, sehr altes Spiel. Ja, okay, das ist ja aber richtig alt, oder? Quadriga? Das hat ja richtig schlechte Grafik auch. Oder gab es da ein neueres Quadriga nach 2014? Das war auch von Slitherine, Quadriga, das alte Spiel. Okay. Can be trained. Your other horses, your lead horse being your funalis, a word I've learned during the production of this game. What armor your guy might wear is another pretty important one, because he's probably most likely to get stabbed not wearing his leathers. Absolutely. It is all is fair in chariot racing, it would be fair to say. There is absolutely damage done to opponents in any way, shape or form. You are going to be taking an awful lot of grief out there. Your horses. Aber dann haben sie jetzt natürlich eine neue, gute Grafik dazu gegeben. Certainly, and your charioteer too. Indeed, we may see it today. It's not unknown for your charioteer to come flying off your chariot completely, and then it's a life or death scramble. It certainly is, whether you want to bend her, have him skinned, or whether you want to let go and maybe redeem the next race. Indeed, live to race another day. I've seen a few in testing over the last few days. I've seen a few charioteers get mown down by a pack of horses, which is delightful. I'm a little bit of a hothead, and I always think I can go faster. Obviously, maintaining the health of your charioteer is vitally important in a campaign. It goes without saying that a charioteer who has been mown down by a pack of horses is not going to be much use to you. Both charioteers and horses have health bars, and it's things inside like getting whipped by opponents or not feeding them well is obviously going to damage that, whereas looking after them to the best of your ability is probably going to do better. Indeed. What else do we have in terms of mechanics? Blacksmiths for equipment as well. Your equipment will degrade over time, as well as getting smashed up by your enemies. It may indeed even get cursed by your own enemies. There's an awful lot out there, so you will need to establish good trade works. You will gain research points by having a meteorology tent, but also by then various race-winning mechanics as well will also grant you points to research new blueprints for better equipment or. Wurde nicht versprochen, dass wir auch noch Gameplay wirklich gezeigt bekommen, also nicht nur diese Bilder sehen und immer schön mit einem schweren Wagen auf die Pferde des Gegners gehen. Also auf Twitch hat Quadriga schon vor so 3 bis 4 Jahren noch stattgefunden. Vielleicht war das lange in Early Access oder so. Okay. Aber das Quadriga hat auch eine richtig alt aussehende Grafik, oder? Das, was ich auf Steam gefunden habe. We tend to play them turn-based, but you can also play them in real time as well, which is, I think, something which is new here. You don't have to play the races at all if you just want to manage through your campaign. If you're keen to get to a new bit man of muss equipment to unlock die something, Rennen gar nicht you can, unbedingt spielen, wenn man das nicht möchte. Man kann auch nur managen, sozusagen. Either spectate on the race or just Ich meine, die Grafik sieht wirklich schön aus. Hier diese Villa. Schöne Grafik auf jeden Fall. If you really just enjoy racing the horses, then that is also just an option. There's a wealth of details seen there on the villa screen. You can throw a banquet for your patron. That gets you favor points, or faction points rather. Enough faction points and you'll be able to enter particular races which would otherwise be closed off to you. So only the very best connected and those who spend time. Ich frage mich aber, ob man dann selbst sozusagen nur der eine Wagenrenner ist oder ob man so eine Art Stall hat sozusagen mit vielen Rennfahrern. Ich muss immer an Asterix und Obelix bei den Olympischen Spielen denken, wenn es um sowas geht.
coming together quite nicely. We are not too far, I think, from being able to beta it now. It's yeah, we're looking to hopefully do so in the summer. Yeah, indeed. We shouldn't be very far away at all. So, feeling quite positive about it, I Feeling think. excited. Yes, I'm glad you're excited, as you will soon be running off to play with a number of leading streamers and show them what you're made of when it comes to chariot racing. Beautiful. Okay, also die wollen scheinbar wieder, so eine Art Streamer-Rennen machen. Interessant. Ja klar, natürlich kann man auch an Ben Hur denken, absolut richtig. Selbstverständlich. Aber gibt es jetzt noch Gameplay oder waren das jetzt nur die Bilder? Indie game Quadriga. Ancient Arena's Chariots is a unique mix of fast-paced tactical action, clever resource management, and lawless, chaotic racing. Welcome on stage, senior producer Neil McKenna and producer Annie Sims. Annie Sims ist aber nicht hier. War ein kleiner Fehler. I am not Annie Sims. You are not. I am. We had to play this because we forgot to play earlier, so we had it the back burner. So we had to play it anyway. So we are now going to try this moment of this is never gonna work. Yeah. Okay. So the guys have asked me to take some time because we have to set things up a little bit. Now, what we're trying to achieve now is we're going to try and run a multiplayer race with 4 or 5, I can't remember. I think we're doing 5 in total, yeah. Hopefully 5. Die machen jetzt ein Rennen. Die machen jetzt ein Live-Rennen in dem Spiel. Ach lol, Writing Bull ist dabei. What the hell? Krass. Ist ja witzig. Wusste ich gar nicht, dass da Writing Bull dabei ist. So, connected from Germany, we have Writing Bull. Wow. Guten Abend, Writing Bull. We have Cringer, also ready. We have Das Taktik from Australia. Okay, wir sehen jetzt hier ein Rennen von verschiedenen Streamern. Okay, das ist ja cool gemacht. We've got Angry Joe and WB hat viel Quadriga gespielt, das wusste ich gar nicht. Okay, Victorosaurus macht Sinn auf jeden Fall. Ja, nice. Das freut mich doch für ihn. The first episode of the Wargaming Cook entirely dressed in pink with plumes. Okay. Works. If it doesn't, it's fine. It's still fine. We can talk about the game anyway. We can. So we basically are waiting that everyone joins the game. Yeah, we're just at the moment we're waiting for Writing Bull, are we? Yep, it's only Writing Bull we're missing. Everyone else is ready. Cool. Okay, cool. So I mean, I trust the Germans. So I have a good faith in the Germans. I trust the Germans. Oh nein, WB muss noch auf bereit klicken. The Slitherine colors. WB muss noch auf bereit klicken. Go! Okay. And if we have Writing problems Bull. in, completing... Jetzt hat er auf bereit geklickt, sehr gut. Writing Bull is green, so off we go. You're going to tell us what's happening, right? I am going to tell you what's happening. Okay, das Schöne ist, dass wir das jetzt noch hier anschauen. Da bin ich jetzt einmal gespannt. Okay, let's see what happens. How far... I was trying to mumble things around and... Mal schauen, wir feuern natürlich alle Writing Bull an als unseren deutschen Vertreter in diesem Rennen. Very briefly, yes, we're again quite close to being feature complete at this point. Das deutsche Internet kann etwas dauern. We still need to balance the single player game. There's still obviously a few issues to be ironed out here and there. UI is fairly rough at the moment, so this is placeholder UI. Okay, das ist noch eine Placeholder UI, also es wird noch schönere Grafik teilweise kommen. Thank you guys for saving myself and being completely dressed in pink with plumes. If things are, let's see if we manage to pull this together. Ja, Marcel, Spiele wurde entwickelt, WB eine Freude zu machen. Es geht los, Leute. Achtung! Spiel wird nochmal erklärt.
with a build that's not even feature complete. Ich habe vergessen, meine Pferde zu received this dopen. build and tested Leute, it. ich habe meine Pferde nicht gedopt. Once maybe. Was zeigen Sie denn jetzt? Als hat man noch mal kurz was anderes gesehen. Das Wettbüro hat mich noch nicht entdeckt. See how it goes and if Restarting the someone host. joins the race. Of course there is. And, Okay, sie restarten noch mal kurz den Host. Kleinere technische Probleme. Paolo spielt ja selbst mit. Paolo kümmert sich ja da auch immer um einiges. Der Paolo Pagliante. Ancient Arenas Chariots, Ich bin jetzt mal wirklich gespannt, wie das Rennen an sich ausschaut, muss ich sagen. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. The management part of the game and the racing part of the game, and you know, how long do you think players will spend in one part and the other? Well, I don't think we've ever been worried about making an appealing chariot racing game. We've always felt that that's going to work very well. We're building on solid foundations there, and it's always been the challenge has always been there and quite clear. Building an appealing meta game to go around with that and give people von allen Quadriga-Teilen hier. Dip in and out of their individual races. Wenn Chatmods Reiter umbringen, da gibt es viele Clips, manche, wo wir gefeiert werden, manche, wo wir mit... But the other thing, of course, with a game like Ancient Arenas Chariots is that you end up having to scheint nochmal irgendwie kleinere Probleme zu geben, wenn ich das jetzt richtig sehe. Danke an Gaius und Co. Es gibt eine Quadriga-Playlist, wir hatten zuletzt noch gespielt, wir hatten zuletzt immer auf den höchsten Schwierigkeitsgraden gegen die KI gekämpft. Ach, okay, WB hat dann wirklich hier noch gegen die KI Quadriga gespielt. Ach krass, ist ja spannend. Sie überbrücken jetzt hier gerade so ein bisschen die Zeit. Ich kann ja mal hier jetzt ein bisschen, ich glaube nicht, dass sie gerade so viel Spannendes über das Spiel erklären. Ich glaube, sie überbrücken einfach gerade ein bisschen die Zeit. Und ich hoffe auch, dass es jetzt gleich funktioniert, dass wir dieses Rennen jetzt auch sehen können, tatsächlich. Wirklich weitergehen. Der nächste Die Sims-Stream ist um die Ecke irgendwo. Ja, selbst Minecraft ist nicht so blutig. Das ist ja schon ein furchtbarer Shooter. Wir halten alle ziemlich heftig werden jetzt. Gebannt den Atem an, ob es funktioniert. Also ich weiß, es gehen Multiplayer-Matches, weil ich schon mal ein Testmatch gemacht hatte mit dem Paolo. Okay, also Testmatches wurden schon mal gemacht. Okay, das ist ja gut zu wissen. Loading, jetzt wird hier was geladen. Aha, was haben wir denn jetzt? Schauen wir mal. Restarted. I didn't understand a thing. Come here. Geht's jetzt los? I think she's Julia is the other Julia. We have a Julia and then we have the other Julia. She's telling me that things are probably gonna work now, but I don't know. This looks like we have a single-player game set up, but it appears to be set up with, indeed, only a single player. All right, this is the single-player challenge. Okay, cool. So this okay, hier sieht man jetzt mal den Singleplayer. Right, so basically, that's just the way we've set it up in the rush. Ach krass, man muss das sozusagen, man spielt es sehr langsam und muss genau überlegen, was die nächsten Bewegungen sind. Okay. Jetzt verstehe ich das Ganze. Dass man zum Beispiel auf der Geraden schneller fährt und Gas gibt, aber in der Kurve dann langsamer wird und da herumkommt. Oh, da hat's den Wagen zerlegt. Da hat's den Wagen direkt zerlegt in der Kurve. Alles klar. Sehr interessant. Das ist natürlich ärgerlich. Und die Pferde laufen einfach weiter. In a game. You can run other Arigas down, certainly. So if somebody comes flying off, you can try and target them. Indeed, they will try and make it to you. You will see there where the screen is paused. We have a gate in the side there. That's where another charioteer will try and flee to. You can choose. Wird's einmal neu gestartet, okay. Tja, es kann nicht alles sehr gut laufen, liebe Zuschauer. Horses can die. Yeah, so as in reality. As in reality, horses can die. It won't be particularly graphic, but it's an unfortunate part of chariot racing that it can be dangerous for the horses as well as for the human racers.
one thing I found out is that a lot of this stuff was actually true back in the days. I mean, this chariot races were the actual sports of the time. Yeah. The Aurigas, are we ready for the race? Are we not ready for the race? This is great. Hopefully, Jetzt könnte es losgehen. Maybe not. Spannungsaufbau. Who knows? That Aurigas were actually the sports stars of the time. Oh, very much. They were, they were very much the stars of the day, like footballers are today. Das Spiel ist sehr schwer. Oh, krass, okay. Italy or in England. Yeah, and these guys were earning a lot of money. They had managers, and the whole thing about management, the management metagame is actually pretty true to life. You know, you had this entrepreneurs starting their own, Indeed, yeah. It was, also wirklich ein Taktikspiel und nicht nur irgendwie ein Rennsimulator. Verstehe. So it's surprising how similar to some of the logics we have in our current sports that were back in the days. They were all there back in the day as well. Certainly, yes. Es klappt leider technisch immer noch nicht. Yeah. It's right. So guys, I guess that what we could do is now try and move to the next bit. We have I think we have a little bit of time we can fill with the recap video, and then maybe move to Starship Troopers, and hopefully get back to Ancient Arenas later if we can. Okay, schade. Also die technischen Probleme sorgen jetzt dafür, dass das Ganze nach hinten verschoben wird. Wir müssen noch die Pferde holen, haben sie vergessen, Fachsimpeltal-Kollektiv. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Ich habe den Stream von Slitherine auf der anderen Seite laufen, auf dem dritten Monitor. Ich zeig's euch mal. Falls ihr denkt, WB erzählt ja irgendwas. So sieht der Stream bei denen aus. Das heißt, ich gehe zwischendurch immer gucken, was da gerade passiert. Ja. Okay. Ja, dann kommt es jetzt leider scheinbar doch noch nicht zu dem Race. Das ist natürlich sehr schade. dass es jetzt noch nicht gestartet wird. Aber gut. Wir haben auf jeden Fall unser Stargate Timekeepers heute gesehen. Wir wissen jetzt, was mit den... Aber nee, warte mal. Ist das jetzt die zweite Ankündigung des neuen Spiels? Weil ursprünglich wurde es ja schon angeteased, aber wahrscheinlich schon die Ankündigung des zweiten neuen Spiels. Und du hast die Möglichkeit, deinen Gegner zu ärgern, Pferde peitschen, damit sie schneller werden, Fahrer peitschen, rammen, Wagen rammen und Pferde. Okay, krass. Also hört sich taktisch auf jeden Fall sehr interessant an, muss ich sagen. Spannende Sache auf jeden Fall. Sehr spannende Sache. So. Dann würde ich jetzt sagen, machen wir doch mal vielleicht Folgendes. Ich würde euch jetzt einfach mal, weil ich jetzt halt nicht die Zeit habe, bis zum Ende dabei zu bleiben, würde ich euch jetzt einfach mal zu Writing Bull schicken. Der spielt ja das Rennen mit, wenn es später stattfindet. Der wird sich bestimmt auch den Stream vielleicht so ein bisschen anschauen oder mitzeigen oder so. Genau, das glaube ich nämlich auch, dass vielleicht dann da jetzt ein bisschen noch mit drauf geachtet wird. Auf jeden Fall wird er euch, denke ich, ganz gut unterhalten. Wir haben, glaube ich, schon das Wichtigste gesehen. Ich freue mich Anfang Herbst auf Field of Glory Kingdoms. Da bin ich sehr gespannt drauf. Stargate Timekeepers schon im Sommer. Das werde ich natürlich euch sofort zeigen. Ich versuche, dass ich da Preview-mäßig drankomme, dass ich euch das vorher schon zeigen kann. Und ja, jetzt sieht man noch eine Kleinigkeit zu Starship Troopers. Aber ich würde sagen, dass ich euch da einfach mal direkt jetzt dass wir einen Raid machen in Richtung Writing Bull. Dann könnt ihr bei ihm noch das spannende Rennen verfolgen, weil ich heute, wie gesagt, jetzt nicht mehr so viel Zeit habe. Morgen wird es Stellaris Overlord geben, am Abend voraussichtlich ab 19:30 Uhr. Einen Tag vor Release darf ich euch schon das neue DLC zu Stellaris zeigen, zu Overlord. Seid also mit dabei. Und auch am Donnerstag werden wir voraussichtlich Stellaris spielen, ab nachmittags schon, also wahrscheinlich noch vor Release. Schon so ab 16 Uhr. Und irgendwann wird es nochmal Age of Empires 3 geben die Woche. Und am Freitag gibt es das große Finale des Pen and Papers mit den Streamerinnen und Streamern, mit Strategieecke, mit Petra von BV Pixel und Zirönchen und meiner Wenigkeit und natürlich Valasarius, unserem tollen Spielleiter. Ich freue mich grundsätzlich sehr darauf. Tolle Streams noch. Am Samstag ist geplant, dass ich sogar auch noch Humankind streame.
Es ist also jede Menge Programm diese Woche geboten. Bleibt also gerne die Woche immer mal wieder dabei. Schaut rein und jetzt schicke ich euch zum guten Writing Bull und wünsche euch noch ganz viel Spaß. Ich hoffe, dass es dann technisch läuft und ich hoffe, dass ihr ihn alle anfeuert, wenn es dann später zu dem Rennen kommt. Ja, dann macht's gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Dienstag. Euer Gaius Julius Caesar. Und zu Master of Magic und zu dem Star Troopers Spiel, das sie machen, Starship Troopers. Das gebe ich euch nachher noch. Wir machen ja gleich nach einer kleinen Pause am Abend noch den anderen Stream. Nachher noch ein paar Infos hier. Ja, wurde angekündigt, dann ist gut. Danke an Marcel. Okay. Irgendwie hat der Raid jetzt noch nicht funktioniert, oder? Ja, er sieht, wie das Spiel aussieht. Ja, sonst geht's gut, Quick. Abgesehen davon, dass ich... Wartet mal, seht ihr mich? Seht ihr noch den Stream? Irgendwie, was ist denn da los? Jetzt raiden. Ich kann nicht auf jetzt raiden klicken. Hallo? Ich muss, glaube ich, nochmal abbrechen, Leute, oder? Kann das sein? Hä? Er will nicht. Wieso will denn der nicht? Ich mache nochmal kurz abbrechen. Und wir werden nochmal kurz neu starten. Das ist ja seltsam gewesen. Probieren wir es bitte nochmal neu. Dass wir den Raid nochmal starten. Ja, Twitch scheint wieder ein bisschen buggy zu sein. Einfach nochmal ein neuer Versuch. Nochmal ein neuer Versuch. Ja, jetzt sind natürlich schon einige Zuschauer weg. Wie es halt immer so ist. So. Jetzt hat's funktioniert. Meine Güte. Dann kein OK bekomme.